Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Klavierlernen mit Melanie. In diesem Tutorial zeige ich dir eine wunderschöne, traurige Melodie, die natürlich auch ein bisschen melancholisch klingt, aber ich finde, es ist total schön, weil man sich da gut bei entspannen kann und einfach mal richtig abdriften kann und sich so eine kleine Auszeit nehmen kann. Fangen wir direkt an mit der linken Handbegleitung. Ja, die ist schon mal alleine für sich total schön und geht total unter die Haut. Ich spiele dir jetzt die linke Handbegleitung einmal komplett vor. Die Akkordfolge lautet A-Moll, G-Dur, F-Dur, F-Dur. Also ganz einfach, wir haben die Grundtöne A, G, F, F. Ja, und zu denen spielen wir jetzt jeweils wieder die Quinten. Also beim A wäre das dann A, E. Und jetzt gehen wir nicht hoch auf die Oktave hier, sondern eine kleine Terz drüber zum C und dann pendeln wir sozusagen zwischen Daumen und Zeigefinger immer Ton für Ton runter bis zur Oktave. Also, ja, bis wir wieder beim A hier angekommen sind. Im Zusammenhang hört sich das dann so an. Gleiches Prinzip auch beim nächsten Akkord. Also, wir haben jetzt G-Dur, das heißt, wir spielen G, D und jetzt nicht hier oben die Oktave G, sondern wir gehen eine große Terz hoch, also zum H. Und da pendeln wir jetzt auch wieder zwischen Daumen und Zeigefinger und gehen hier Schritt für Schritt runter wieder zum G, ja? Zusammenhang hört sich das dann so an. Jetzt fehlt nur noch der F-Dur-Akkord und da wenden wir auch wieder das gleiche Prinzip an. Also einmal Grundton, Quinte und jetzt nicht hoch zur Oktave, sondern wieder eine große Terz drüber zum A. Und da machen wir wieder das Pendel, bis wir schließlich wieder auf dem F landen. Im Zusammenhang hört sich das dann so an. Jetzt gleich nochmal. Weil natürlich der letzte Akkord am Ende zweimal kommt. Ja, und damit steht unsere linke Handbegleitung auch schon. Komm, wir spielen sie jetzt mal ganz langsam zusammen. 3 und 4 und 1 und 2 und 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 3 und 4 und. Diese Begleitung bleibt jetzt übrigens immer gleich und läuft einfach konstant immer so weiter. Das heißt, am besten ihr übt die jetzt erstmal immer wieder in der Schleife,
bis ihr die so richtig sicher in den Fingern habt und gar nicht mehr groß darüber nachdenken müsst. Und jetzt kommt natürlich die große Frage. Ihr habt jetzt diese wunderschöne Begleitung in der linken Hand, aber welche Töne kann ich denn da jetzt in der rechten Hand überhaupt zu spielen? Was hört sich gut an und was nicht? Und es gibt einen Trick, mit dem ihr euch zu 100% sicher sein könnt, dass die Töne passen. Und dazu machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir legen zusätzlich die Akkorde in der rechten Hand einfach mit dazu. Also einmal A-Moll, G-Dur, F-Dur, F-Dur. Jetzt zusammen mit der linken Hand. G-Dur, F-Dur. Ich muss zugeben, das klingt jetzt irgendwie noch nicht so ganz so toll, weil wir wollen ja eine schöne Melodie uns überlegen. Und jetzt kommt der ganz einfache Trick. Und zwar, nehmt mal von diesen Akkorden jeweils nur den obersten Ton, also nur die Quinten, die wir sonst immer mit dem kleinen Finger hier oben gespielt haben. Also, das wäre dann zum Beispiel E, D und C. Ja, und das klingt dann schon gleich richtig schön melancholisch. Machen wir weiter. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch mal nicht die Quinten nehmen, sondern wir sagen, okay, komm, wir nehmen jetzt mal nur die Terzen jeweils aus dem Akkord. Ja? Also beim A wäre das einmal das C, beim G-Dur das H und beim F-Dur das A. Also immer der Ton in der Mitte. Ja, und diese Töne spielen wir jetzt über unsere Akkordfolge in der linken Hand. Und das hört sich halt einfach immer gut an, wenn ihr diese Akkordtöne verwendet. Jetzt machen wir noch zur Vervollständigung immer den Grundton des jeweiligen Akkords. Ja? Also einfach A, G, F. Und das Schöne ist, bisher war noch kein schiefer Ton dabei. Und jetzt kommt natürlich der tolle Trick. Ihr könnt natürlich jetzt auch diese Sachen miteinander kombinieren. Also ihr müsst ja nicht immer Quinte, Quinte, Quinte nehmen oder Terz, 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 sondern wir variieren das jetzt mal so ein bisschen. Wir sagen, okay, vom ersten Ton, vom A, nehme ich zum Beispiel die Quinte. Vom zweiten Akkord, vom G, nehme ich jetzt mal den Grundton. Und von unserem F-Dur nehme ich jetzt die Terz, das A. Erhalten wir also diese drei Töne. Ja, und wenn ich die jetzt zusammenspiele, klingt das auch gleich wieder wunderschön. Und nach diesem Prinzip könnt ihr wirklich rumprobieren, was euch da gut gefällt und eure eigenen Lieblingskombinationen finden und eigene schöne Melodien erfinden. Und im nächsten Schritt kannst du dann mal versuchen, nach und nach immer mehr beliebige Töne mit einzubauen.
oder du wirst immer kreativer und versuchst mal ganz andere Sachen. Zum Beispiel kannst du mal hier oben spielen. Also, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit so einer wunderschönen linken Handbegleitung hast du alles, was man dazu braucht, um wunderschöne Improvisationen zu machen. Und wenn dich das Thema Improvisieren am Klavier noch weiter interessiert, dann kann ich dir auf jeden Fall meinen kostenlosen dreiteiligen Videokurs empfehlen. Den Link dazu findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Abonniere auch gerne meinen Channel und aktiviere das kleine Glöckchen, damit du in Zukunft auch immer alle Videos angezeigt bekommst. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, mach's gut!